Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Muswelt. Wieder zu Besuch Sebastian Hotz. Ich freue mich, dass er diesmal bei mir ist. Die letzten Male war ich bei euch. Das letzte Mal, als wir dann gesprochen haben, waren über Augenschutz. Aber heute sprechen wir über Atemschutz. Korrekt. Atemschutz ist natürlich, wissen wir alle, in der letzten Zeit immer wichtiger geworden. Auch für mich, man hat sich selber damit ein bisschen auseinandergesetzt, wie die meisten auch. Was steckt dahinter? Was steckt vor allem hinter FFP1, FFP2, FFP3? Da können wir heute, glaube ich, nicht drauf eingehen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich glaube, für viele ist es interessant, wie auch für mich mal zu klären, woher die unterschiedlichen Formen herkommen. Vielleicht auch die Vor- und Nachteile und warum es auch Masken gibt, die separat verpackt sind. Gerne. Also grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, wir beschäftigen uns alle immer mehr mit dem Thema Atemschutz, insbesondere mit diesen Feinstaubmasken. Genau da liegt im Grunde diese Schutzfunktion auch, wie der Name schon sagt, Feinstäube, Aerosole, das sind eben die Punkte, die ich damit filtern will. Aber deckt die denn komplett ab, dass kein Feinstaub durchkommt? Nein, oder? Also eine komplette Abdichtung habe ich nicht, aber ich habe schon eine sehr, sehr eng anliegende und sehr abdichtende Funktion. Okay. Und es gibt natürlich, wie du ja vorhin gesagt hast, verschiedene Formen und hier halte ich gerade mal eine Faltmaske. Die habe ich bisher noch nie gesehen bei euch. Die ist auch absolut neu. Und das ist im Grunde nichts anderes als eine Faltmaske, die man zu einer Korbmaske machen kann. Also man sieht hier vielleicht ganz kurz, wie so eine Faltmaske sich dann, wenn man sie aufklappt, entwickelt. Als Beispiel dafür haben wir diese Korbmaske hier und wenn wir sie jetzt mal so daneben halten, Okay. dann sieht man den Unterschied jetzt in dem Fall fast kaum noch. Aber Vorteil, ich habe hier eine ganz flache, Platzsparend. platzsparende Funktion. Okay. Aber ich habe trotzdem genug Freiraum in meinem, wie sagen wir das, Mund- und Atemraum, wo ich die Maske habe. Weil ganz oft ist es halt so, dass die Masken, dass ich direkt im Gesicht habe, auch teilweise am Mund, Ja. was mich selber auch stört. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist dafür. Und bei diesen Korbmasken habe ich das Gefühl, dass ich besser oder angenehmer atmen Ja, kann. weil du ein bisschen Abstand hast. Du hast angesprochen, gibt es verschiedene Schutzklassen, Ja. FFP1 bis FFP2, wir gehen gar nicht, oder FFP3, wir gehen gar nicht auf die einzelnen Schutzklassen ein. Aber wichtig ist natürlich, ich muss genau wissen, gegen was will ich mich denn schützen. Und ich hatte vorhin mal gesagt, es gibt Stäube, es gibt Aerosole, es gibt Partikel. Ich muss genau wissen, mit was gehe ich um und dementsprechend kann ich dann die richtige Maske einsetzen. Man kann sagen, grob, wenn ich das mal richtig verstanden habe, dass je feiner die Partikel, desto höher muss die Schutzklasse sein. Oder? Korrekt. Und Okay. deswegen haben wir genau diese verschiedenen Schutzklassen. Und vielleicht hier nochmal auf diese neue Maske einzugehen. Hier steht sogar drauf FFP1, FFP2. FFP2 und FFP3. Weil ich weiß noch aus der Vergangenheit, bis dato habt ihr eure Masken nämlich mit den Gummibändern farblich markiert. Korrekt. Wie man es auch hier sieht. Davon seid ihr jetzt abgekommen? Nicht ausschließlich, aber wir gehen bei diesem Modell einfach einen anderen Weg und sagen, wir wollen hier das Rote trotzdem kennzeichnen als FFP3, aber hier haben wir die Bebänderung in Rot und hier haben wir natürlich auch irgendwo einen Hinweis auf FFP3-Maske, Ah, okay. aber hier sieht man es viel, viel deutlicher. Okay. Und das ist eben vielleicht auch der Vorteil. Wir haben ja bei unseren letzten Videos immer darüber gesprochen, was für Gefährdungen habe ich vor Ort, wer überprüft das eigentlich und am Ende des Tages geht es ja auch darum, zu schauen, habe ich die richtige Maske auf. Dann haben wir einzeln verpackte, diese Polybags. Genau. Warum? Da kann man ganz klar sagen, hygienische Gründe. Ah, okay, also gerade wenn ich in der Werkstatt bin und Richtig. es ist staubig und ich habe die lose rumfahren, dann ist die natürlich geschützt, wenn sie ungeöffnet ist, logischerweise. Das ist genau der Punkt. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Ausgabeautomationslösungen, auch für PSA, auch für solche Masken. Okay, Osimat, ne? Das war- Orsimat, zugehört. guter Hinweis. Und da werden solche einzelverpackten Atemschutzmasken natürlich in dem Fall auch geschützt gegen Stäube, gegen Dreck oder was auch immer da Okay. auch sein kann. Darf ich die mal aufmachen? Ja, aber selbstverständlich. Weil ich glaube, weil wir haben hier überall FFP2 ist zum Beispiel hier bei den Bändern ist grau, wenn ich es richtig weiß. Richtig. FFP3 ist rot und dann Korrekt. müsste logischerweise FFP1, wie das hier müsste, Trommelwirbel, weiß sein. So ist Perfekt. es. Bei Genau. den neuen Masken habt ihr das auch ähnlich gemacht. Richtig? Nicht ausgefüllt in grau und dann habt ihr eben rot. Genau. Mit Auslassventil. Auch ganz wichtig, habe ich gehört, das ist so ein Muss heutzutage, weil das ist die Atmung ist immer wichtiger, merke ich selber auch. Ich bin Asthmatiker, muss ich auch sagen. Okay. Und da hat man auch das eine oder andere gemerkt. Und natürlich hast du dich dran
gewöhnt, aber es ist noch nicht so geil, um das jetzt mal so auszuformulieren. Und die Ausatmenventile machen es deutlich angenehmer. Man hat nicht so das Gefühl, dass du trotzdem diese alte Luft noch irgendwo in der Maske hast, sondern sie kommt Ganz 1:1 raus. Dann sind wir, glaube ich, größtenteils durch. Ich denke, die meisten Fragen wurden geklärt. Wenn es noch mehr Fragen geben sollte, wenn ich das sagen kann, kann man auf den Außendienstmitarbeiter zugehen oder eben sich direkt bei Würth melden. Da wird einem definitiv geholfen. Ich finde es mega cool, dass ihr jetzt neue Designs habt, beziehungsweise euch darüber Gedanken gemacht habt, was der Markt braucht, was gut für den Menschen ist, wenn man das so sagen kann. Ich freue mich drauf und werde sie selber definitiv mal testen. Ich bedanke mich, dass du wieder da warst und dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, super Studio, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Mo.